Und wenn wir weiter runterkommen, da sieht man da zum Beispiel frische Gewächse, das sind die Polster, die man regelmäßig bespritzen muss, alle zweiten Tag. Und da wächst dann entweder ein Klee raus oder in dem Fall sieht man da ein Schwarzbeinkraut, was da frisch rauswächst durch die permanente Temperatur herinnen und zugleich die Feuchtigkeit. Dann kommt man aber zum Stall, wo die heilige Familie drinnen steht. In dem Fall haben wir jetzt die Könige da und auch das ganze Königsgefolge. Die Mantel rundum und ums heißen alle Opfermantel, weil jedes Mantel irgendeine Opfergabe zum Jesukindl hinbringt. Da gibt es ganz berühmte Figuren, unter anderem haben wir da drinnen in Urbel mit der Leibert, der bringt das Leinen zum Jesukindl, dass dann ein Kindl wieder, dass das Kindl in Windeln gewickelt werden kann, weil die ganzen Opfermantel und Krippenmantel sind ja bei uns auch in die Hirtenlieder verankert. Dann haben wir in Vorderlomi auch mitgegeben und ein Naz mit der Buderhain und das Mirzetl mit der Gans und was halt alles so verschieden an Gerätschaften und Essbarkeiten dahertragen werden, so hat jedes Mantel eben seinen Namen. Ein Feigenstocktrager und ein Scheinburm, der hierbeisteht, der ihm die Better die Hände benannt hat und wirklich ein recht reines Gesicht hat, das ist der Scheinbur. Und dann noch die zwei Nachbarn und die verschiedensten Figuren, was es halt so gibt, die alles zum Geschehen der Krippe beitragen. Und die sie eben dazumals die dazumaligen Schnägerer und Schlitzer bemüht haben, einen kleinen Haushalt dort zu machen und in die Landschaft einzuzahlen. Genau wie die ganzen Kier und die ganzen Mantel, muss man sagen, und Lampe, die haben alle schon in der Perspektive dazumals gearbeitet. Weil alles, was weiter hinten ist, ist klein geschnitzt, sei es jetzt Mantel, Lampe oder Mantel, und alles, was weiter vorne kommt, ist größer gemacht. Man darf zum Beispiel den großen Durcheinander auch nicht verteufeln und verabscheuen, der gemacht worden ist, wenn man da die Palmen anschaut. Das sind alles Fantasiepalmen, die es damals gemacht haben, unsere Schnäger, weil wer hat vor 100 oder 150 Jahren gewusst, in der Ebensee, in der Lambo sozusagen, wie eine Palme ausschaut oder wie ein Elefant ausschaut. Darum heißt es auch wieder in Könninglied, O Wohner, Überwohner, ein Elefant ist, sie treiben der Tier hinten nach, ein Elefant haben sie genannt. Darum schauen sie ihm oft so witzig aus. Die Elefanten haben Zehen, haben komische Rieseln, haben menschliche Augen und das sind alle die interessantesten Tiere von dem Königsgefolge. Oder das Ros, oder das Kamel hat einen Roskopf. Das sind alles die Fantasievorstellungen von den damaligen Schneider, wie sie so einfach nicht kennt haben. Und wo aber wieder alles, ich muss mich wiederholen, alles wieder in die Krippelieder verankert ist. Wenn ich da nochmal reinschaue, sehe ich wieder einen Wirgeltrager und die verschiedensten Mantel. Es gibt ein Hennergefolge, wie sie es auch gehabt haben, es gibt Gars da drüben, dann gibt es ein Gams- und Hirschgebirge da drüben oder einen See haben sie eingebaut. Also rein die Landschaft, wo sie gelebt haben und wo sie sich wohlgefühlt haben damals.